herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcastes. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 77. Folge von Playmocast. Und in dieser 77. Folge ist Tobi wieder mit dabei. Hallo und herzlich willkommen, Tobi. Ja, moin Lars. Schön, dass wir heute zusammengefunden haben. Ja, wir haben heute zusammengefunden mit einem richtig coolen Thema, muss man sagen. Denn wir gehen ein bisschen in die Westernwelt und schauen uns da um und haben da sogar Themen mitgebracht, die wir noch nie besprochen haben. Ja, ist schon ziemlich krass eigentlich, ne? Dass wir eigentlich unser nicht heimliches Baby, sondern unser großes Baby, was wir am liebsten mögen. Und eigentlich reden wir viel zu selten drüber. Das stimmt, genau. Anerkannter Vaterschaftstest eigentlich und trotzdem sind die Themenwelten die gar nicht so oft vertreten. Ja. Wir machen das heute in dem Spielformat Duell. Duell. In dieser Stadt ist kein Platz für uns beide. Und was wir machen, ist folgendes, Tobi. Ja, erzähl. Ich wollte dir die Fläche bieten. Ja, ich hätte es auch gesagt. Okay, dann mach du. Okay, wir vergleichen zwei unserer liebsten Welten in einer Welt. Einmal die Welt der Nordstaatler und die Welt der Indianer. Wir haben extra nachgeguckt, Indianer darf man sagen. Also ist jetzt nicht irgendwo, dass man da kritisch für angeguckt werden sollte. Es ist tatsächlich ein Wort, was nicht auf dem Index steht. Gibt keinen Ärger für. Gibt keinen Ärger für. Genau. Zumindest nicht von den Indianern. Stimmt. Ja, genau. Wir machen das ein bisschen anders als in der ersten Ausgabe dieses Formats, als in der 66. Folge, denn heute ist ein bisschen sinnvoller, glaube ich. Haben wir das so gemacht, dass Tobi sich mit den Indianer-Sets beschäftigt hat und ich habe die Sets der Nordstaatler mitgebracht und wir haben dann Position 1 bis 7 einmal durchgerankt und dann würde ich sagen, fangen wir mit Position 7 an. Also meine 7 gegen Tobis 7 und dann gucken wir ganz objektiv, welches Set uns da besser gefällt und wir haben uns im Vorfeld darauf geeinigt, dass wir gewisse Sets, wie zum Beispiel das 4 oder so, dass wir das nicht irgendwie an 5 verschiedenen Stellen verwenden, also 4 Randall auf 1, 4 Glory auf 2, 4 Bravo auf 3, das wäre, glaube ich, ein bisschen sinnfrei. Ich habe jetzt auch ein doppeltes Set, Tobi, kann ich dir schon mal verraten. Ich habe die Kavallerie zweimal mitgebracht, das ging nicht anders, ich hoffe, du akzeptierst das. Ja, ich habe auch 2 ähnliche Szenarien doppelt. Das kann man nicht gleichsetzen mit dem 4, weil ich habe 2 Dörfer. Aber ich finde die beide aufgrund der in meinen Augen einmal gelungenen Figuren und auf der anderen Seite mit dem gelungenen Drumherum absolut genial. Es ist noch ein drittes Set da gewesen, auch ein Dorf, das hatte ich dir geschickt, das war von 2020, da waren wir beide sehr überrascht, weil wir das beide nicht kannten. Das ist tatsächlich, das kannst du später vielleicht nochmal einblenden, ich weiß die Nummer gerade nicht, aber dieses Set, das hat Zelte dabei und die sehen aus, als kämen die aus Rohan oder so aus Niedersachsen, weil da sind nämlich so Pferdeköpfe oben dran, weißt du, die man so an den Bauernhäusern hat. Und deshalb ist das rausgeflogen bei mir, weil ich das Set an sich sehr schön finde, aber ich da auch zu wenig historischen Background habe, um zu sagen, die Indianer haben tatsächlich da oben Pferdeköpfe an ihren Zelten gehabt. Weiß ich nicht. Ja. Kann ich nicht sagen. Deshalb ist es rausgeflogen. Aber ansonsten ein ganz tolles Set und ist bei uns beiden ja untergegangen. Genau. Aber nochmal eben dazu, ich habe tatsächlich 2 verschiedene Dörfer dabei, weil ich jetzt gesagt habe, okay, die weichen tatsächlich voneinander ab. Und deshalb beim ist es so, da hast du recht, es ändert sich ja meistens, oder zumindest in den ersten Jahren änderte sich ja immer nur so ein bisschen die Figuren, aber das Vor an sich ja nicht. Genau. Da passiert nicht viel, ne? Deswegen, also es sieht mal gleich aus und dann können wir auch eine Folge machen, welches 4 war das Beste. Also das bringt ja, glaube ich, auch nicht viel, ne? Aber da sind wir uns, glaube ich, einig, welches 4 das Beste ist. Ja, das habe ich auch schon ein bisschen festgestellt in der Vorbesprechung, was mich übrigens erstaunt hat. Aber wie gesagt, wir können irgendwann mal eine Folge machen und können uns dann mit den Force mal beschäftigen, weil das ja dann irgendwie auch eine ganz spannende Sache ist, weil man da die Entwicklung dann irgendwie auch nochmal feststellen kann. Und dann können wir mal schauen, wie es da ab 2000 auch generell so aussah. Aber ich würde sagen, wir fangen mal mit unserer Nummer 7 an, Tobi. Und starten direkt mal rein hier. Ja, möchtest du anfangen? Soll ich anfangen? Wir hätten es gern. Fangen Sie ruhig an. Ja, sehr gerne. Wir starten mit dem Playmobil-Set 3872. Das ist eine Indianerfamilie.
Ja, dann gebe ich dir gleich meine Nummer. Das ist die 3306. Das sind Ja, zwei Nordstaatler. 3306. Ah ja, klar, schön. Und jetzt müssen wir uns angucken, welches Set das bessere ist. Und Tobi, dein Set ist ein absolutes Favoritenset von mir. Das wäre bei mir, glaube ich, höher gelandet als auf der 7, weil ich liebe dieses Set, hatte das damals auch. Ist das 96 oder so? Ich weiß gar nicht. Oder Genau, 97? genau. Das ist Okay. tatsächlich etwas, was ich dir im Vorwege schon mal gesagt habe, aber was ich jetzt gerne noch mal sagen möchte. Ich war total überrascht, was für tolle Indianer-Sets Mitte der 90er Jahre rausgekommen sind. Ja, ja. Es ist der Ja. Hammer. Also man hat ja diesen Nostalgie-Kick immer noch von den Sachen, die man selber hatte, aber ich kann jetzt schon vorwegnehmen, es gab ja viele Sets, die ähnlich waren, aber die 96er Sets haben fast immer gewonnen, weil sie einfach in dem Moment mir wirklich besser gefallen, einfach von der Art, wie sie gemacht wurden. Auch hier, es gab ja auch 88 die Indianerfamilie, die ich hatte, die mir auch immer noch Mhm. sehr gut gefällt, aber das hier ist einfach nochmal eine Spur indianischer, um es mal irgendwie so ganz blöd zu sagen. Ja, du weißt, wie ich meine, ne? Irgendwie authentischer dann auch, ne? Ja, ja, Ja. Ja, also auch diese, ich glaube 96, 97 kam, glaube ich, zusammen Indianer-Sets raus, habe das noch ganz gut im Kopf und auch die Kataloge. Du hast mir ja im Vorfeld auch gesagt, wir müssen irgendwann mal eine Folge zu den Katalogen machen und vielleicht mal feststellen, welcher unser Lieblingskatalog ist, weil da gibt es ja so coole Sachen und auch hier Mitte der 90er, also war für mich auf jeden Fall so Peak Playmobil, ich sag mal so 94 bis 98 war wirklich eine Ansammlung von traumhaften Sets und da ist dieses Set hier, die 3872, schon richtig weit oben, finde ich. ja, um jetzt mal im Vergleich zu sein zu deinem Set, was du mitgebracht hast, das ist natürlich ein ikonisches Set, ganz klar. Es ist Ja, natürlich das Set der Ende der 80er, die neuen Nordstaatler, die zweite Generation. Ist natürlich ein fantastisches Set für sich, an sich hm, gesehen, aber ja, wenn ich das im Vergleich zu den Indianern sehe, muss ich da tatsächlich auch für Indianer sein. Also es ist einfach nochmal stimmiger. ja. Ja, ich gehe trotzdem mit den Nordstaatern. Spaß. Nee, kann ich nicht machen. Nee, nee. Also da ist bei den Indianern schon mehr los. Also Ja, die sind okay, die beiden Nordstaater. Das waren noch die ersten Nordstaater, die ich damals hatte. Die habe ich von meiner Oma bekommen. Und da war ich mit den Figuren nicht so richtig zufrieden, weil damals schon die Figuren ab, was war das, 92, 93, wo die Füße so ein bisschen ja, 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 abgesetzt waren. ja, Also ja, die ja. neueren Figuren, die waren dann draußen und dann hast du die alten Figuren jetzt nicht so richtig ernst genommen, obwohl die natürlich toll aussehen. Ja, aber die hatten schon diesen Pistolengürtel, der beigefarbene, der so oft kaputt gegangen ist, der einfach so Ja, genau. auseinandergebrochen ist und so. Ne? Naja, aber ja, ist auch ein schönes Set auf jeden Fall. Starkes Set von dir auf jeden Fall. Richtig, richtig gut. Ich bin mal auf deine sechste Position gespannt. Ja, soll ich wieder anfangen? Es Ja. ist eigentlich ja egal, wer anfängt, ne? Ja, mir ist das auch egal, ja. Gut, dann Weidmanns Heil. Ich bin beim nächsten Set, ist die 3874, die Bisonjagd. Ah, stark. Okay, dann gebe ich dir mein Set. Mhm. Und da erkennst du gleich vielleicht auch ein bisschen mehr Ja. als nur diesen Artikel dahinter. Das ist die 3037. Oha, das ist Das alt, ist ne? der. Nee, ist Ach nee, ist 99, gar nicht glaube alt. ich. Ah Bin mir ja, nicht ganz okay. sicher. Ah ja, mhm. Das kam raus, als ich gerade aufgehört habe, mich mit Playmobil zu Der beschäftigen. Goldtransport. Genau. Und jetzt kann ich schon mal direkt sagen, an Position 6, da ist eigentlich schon ein Indikator dafür, dass die Nordstaater dann in der Summe vielleicht nicht ganz so gut waren, wenn dieser Goldtransporter hier auf der Position 6 ist, finde ich. Also 6 und 7, Ja, die sind nicht so meine Favoritensets, also das ist schon ein bisschen schwach. ja, bin ich bei Da dir. sieht es bei dir ein bisschen besser aus. Ja, das stimmt. Das war auch so, diese Bisonjagd ist ja auch, es gab in den Ende der 80er ja auch die Bisonjagd. Aber Ja, was hier den Ausschlag gegeben hat, war einfach die geniale Wolfsverkleidung der beiden Indianer. ja, Erstmal das sind ist zwei krank. Indianer. Es war kein Pferd dabei, wie bei dem 88er Set. Aber Mhm. diese sensationelle Verkleidung. Total cool. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ist Weltklasse, ne? Also da Also, guckst du rauf und dann denkst du dir, auch wenn du jetzt die Rückseite siehst, die werde ich dann im Video einblenden, das ist wirklich perfekt. Also ja. alles, was dabei ist, ist perfekt. Das sind so
so schlüssige Sets. Also das macht so viel Spaß, darauf zu gucken. Der Bison ist einfach ein Traum. Also viel besser kannst du einfach Indianer nicht darstellen. Also ist schon stark. Auch das Schild, wenn du dieses Schild siehst da und die Figuren an sich mit diesen wirklich tollen Prints, was muss man sich ja vorstellen, das ist ja, guck mal, das ist ja jetzt ja 30 Jahre her, ne? Und was die damals geleistet haben, das ist schon wirklich à la Bonheur. Boah, ich wollte auch gerade sagen, à la Bonheur, wirklich, ja. Ja, ja. Dann finde ich den Goldtransporter, den finde ich okay. Ja, Also ich habe den irgendwann mal umlackiert, weil mir die Farbe gar nicht gefallen hat. So als Fahrzeug ist der ganz okay. Die Aufschrift ist billig, finde ich. Der Rotton ist billig. Die Uniform der Nordstaatler gefällt mir auch gar nicht. Also so an sich ist er trotzdem ganz okay. Der Wegweiser ist gut, aber ist halt so ein bisschen lieblos dann irgendwie. Also ja, da viel mehr so Details und irgendwie das Besondere so. ja, definitiv bin ich bei dir. Ja. Ist doch schon wieder jetzt fehlt mir das Wort. Ein Ortsanzeiger, Was hätte willst ich du beinahe sagen? gesagt. Ja, hier, wo du hinfährst, da. Welche Orte haben wir dabei? Also der Wegweiser. Snake Ach so, River, Silver City und Fort Eagle. Oh, bei Fort Eagle waren wir da mittlerweile schon, siehst du. Ja, das meine ich. Stimmt. Wegweiser Ah, war ja. das Wort, siehst du. Mein Gott, es ist spät heute. Das ist spät. Genau. Vor Igel können wir dann auch nochmal mit reinpacken in die Vorübersicht, die wir dann hier liefern werden noch. Irgendwann in Folge 112. Dann geht's weiter mit dem 6. Platz, Tobi, wenn du nichts mehr hast. Ne, den 5. Platz. Ja. Mensch, wir rennen ja. Ja, dann gebe ich dir mal die Position 5. Ich gebe dir mal mein Set, das ist die 3485. Oh, da läutet was. Ja, das ist natürlich was ganz Feines. Wer sich an unsere Western-Folge, an unsere heißgeliebte Western-Folge erinnert. Und die sehr beliebte An die Western-Folge. sehr beliebte Western-Folge. Folge 54, glaube ich. Ja, brauchen wir nicht nochmal hören, aber gut. Aber das Set hat gewonnen. So, etwas Positives mussten wir aus dieser Folge mitnehmen. Und dieses Set hat gewonnen. Das Ja, ist die genau. Das ist ein Kavallerie Gewinnerset. mit einem Scout. Ist bei mir natürlich sehr, sehr hoch. Und wie es der Ja. Teufel will, habe ich dir auch einen Scout mitgebracht, nämlich die 3875. Moment. Okay, oh ja, stark. Finde ich richtig, richtig gut. Ist auch ein sehr, sehr schönes Set. Ja. Das ist die Weiterentwicklung ja zu dem 88er Set, wo wir ja auch schon mal einen Scout und Indianer hatten im Kanu zusammen oder einen Trapper, sagen wir mal Trapper, kein Genau. Scout. Aber hier ist natürlich noch mal ein bisschen mehr dazugekommen, ne? Ist noch mal ein bisschen, Genau, Tobi, in diesem ja, 88er Set war doch der Trapper aus dem Cavalry-Set, genau, war doch da der Scout aus dem Cavalry-Set ist doch da der Trapper, oder? genau richtig, ja. Das Ah, war, da schließt sich der Kreis. den gab es damals, glaube ich, 3-mal. Hast du einzeln gekriegt mit so einem Biberfell, dann hast du den in dem Kanu gekriegt und hast ihn dann in diesem Cavalry-Set bekommen. Das war ein bisschen inflationär. Ja, Ich finde die Figur an sich trotzdem schön, aber natürlich brauchst du keine 3 Stück davon. Das ist natürlich ein bisschen viel. Und da Das ist stimmt, natürlich der Trapper jetzt in dem Set natürlich schon echt, schon ziemlich cool. Also, auf jeden Fall. Ja, dein Favoritenset hier, die 3485, habe ich damals zum Geburtstag im Kindergarten bekommen, im letzten Jahr des Kindergartens. Also ich habe dieses Set immer geliebt und liebe es immer noch. Ich finde es wirklich perfekt und sehr, sehr gut. Habe dann aber ein Set gefunden, was ich natürlich aus den 90ern auch schon kannte, was ich dann in der Betrachtung, also wirklich in der Vorbereitung zur Folge dann erst als besser eingeschätzt habe. Also da gibt es so ein paar Parallelen und finde das Set hier natürlich trotzdem noch richtig gut. Also es ist eigentlich ein Top-3-Set, aber finde die anderen Sets hier irgendwie auch ganz gut, die dabei sind. Deswegen habe ich das hier nur auf die 5 geschoben. Aber ist natürlich stark, ne? Also über das Set haben wir dann in der Folge 54 relativ viel gesprochen und das hat er dann auch verdient gewonnen. Ja, jetzt müssen wir uns noch entscheiden, welches Set heute gewinnt. das stimmt. Also in diesem Vergleich, in dem 5. Vergleich kann ich schon mal sagen, da habe ich die Kavallerie auf jeden Fall vorne. Obwohl der Indianer-Set auch richtig toll ist. Ich tue mich da gerade total schwer, obwohl ja wirklich eigentlich die Kavallerie mein Western-Set ist in dem Ja. Sinne. Aber es ist schon, also diese 96er Indianer-Sets, die haben schon echt was rausgeholt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber die Nostalgie überwiegt da in dem Fall einmal und
ja, es war der Beginn der schöneren Nordstaatler. Wir haben im Vorfeld drüber Ja, gesprochen, diese Ursprungsform, dieses Türkise ich mochte das total gerne damals, aber das ist sieht natürlich schon deutlich schöner aus, auch mit den Prints auf den Schultern und auch was ist das, ein Sergeant oder was, da vorne mit den gelben oder goldenen Hemdsaufschlägen da und so. Das sind tolle Figuren. Also das passt schon. Da noch jetzt den anderen Trapper mit rein. Perfekt. ja, ich muss aber wirklich sagen, also ich gucke mir gerade noch mal hier im Detail die Figuren von der 3875 an und finde die Figuren wirklich hässlich. Also das Einzige, was ich richtig gut finde, ist der Hut. Der Mhm. Hut des Trappers. Ich finde den Indianer, ich finde den wirklich, tut mir leid, aber ich finde den hässlich und ich finde den Trapper auch hässlich. Also die gefallen mir jetzt gar nicht so, obwohl das Set natürlich gut angerichtet ist. Aber wenn du da so ein bisschen genauer drauf guckst, Das in stimmt. meiner Google-Recherche hier, Ja, das stimmt. finde Ich ich die hab's. richtig Arsch. Ja, das ist wieder dieses Produktbild, ne? Wo du dann nicht die Ja, ganze und so, du hast recht, das ist ein bisschen, das Grün ist vor allen Dingen beim Trapper nicht so. Der Hut ist cool. ja, Ähm, Ich finde auch die Stiefel gut, aber ja, die auf jeden Fall. Kombination aus diesem Beige und diesem Grün ist tatsächlich nicht so schön. Das sieht wirklich ein bisschen billig aus und ich finde, der Indianer ist wirklich, also der Kopf ist Ja, gut, gut. der Ja, Federschmuck ist gut, aber der Rest ist hässlich. ja, ist ein bisschen einfacher als die anderen, die wir bisher hatten, ja. Ja, siehst du, Ja, dann haben wir ja alles richtig gemacht. stimmt. Dann geht es weiter mit Position 4. Mhm. Wen hast du denn da mal gebracht, Tobi? Da, Trommelwirbel. Es beginnt Mhm. mit 3, 8, 7 und die 8. Oha, ja, ja. Oha. Sensationell. Hätte ich gedacht, ist bei dir ein bisschen höher. Also kenne ich. Ja, Aber da gibt es noch, stimmt, da gibt es noch ein Indianer-Set mit so einer Felswand, was noch ein bisschen besser ist. ja. Das ist schon mal, oh, ist das hübsch. Mhm. Oi, 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 oi. Ist auch ein hässlicher Indianer bei. Muss man sagen, der ganz Ja, links steht auf dem Produktbild, den finde ich auch nicht so gut, aber die anderen drei sind sensationell dazu hier. oh, der in lila. Ja, der Oh, ist Hammer, oder? Also ei, ei, ei. auch der in grün mit der roten Weste, den finde ich auch ziemlich gut. Auch, dass sie da diese Stirnbänder haben oder diese Kopfbänder haben Ja, und nicht alle immer Federn haben. Das ist so ein bisschen Apachen-Style, ne? Das ist so, ja. finde ich richtig gut. Dann der Wolf dazu. Ja, Aber ganz ich gucke mir tolles gerade Set. nochmal so ein, ja, ich gucke mir gerade nochmal so ein anderes Produktbild an und ich finde den ganz links mit diesem weißen Shirt und diesen roten Punkten, Ja, finde ich auf dem anderen Produktbild wirklich mit am besten. Da sieht der richtig, richtig gut aus. Ich versuche das Bild immer einzublenden. ja. Also, boah, Okay, siehst du, das ist vielleicht wieder das Produktbild, was dann wieder so ein bisschen. ja, die täuschen manchmal ein bisschen, ne? Ja, ich gucke auch gerade nochmal nach einem anderen. Jetzt bin ich irgendwo in Ich habe hier Spanien gelandet. So ein eBay Ah Artikel habe ja. ich gerade. Jetzt bin ich in Spanien. Ja, doch, jetzt habe ich sie auch mal in komplett nochmal aufgerufen. Ja, schon schick. Also auch mit dem Falken Sehr, sehr dabei. gut. Auch diese Federn um die Gewehre finde ich schon ziemlich cool. Das gibt dir nochmal einen coolen Ja, Faktor dazu. das Und ist die sehr, sehr Schilde. gutes Set. Aber jetzt bist du noch dran. Wir schwärmen da Genau, die schon von. 3812 habe ich dir mitgebracht. 3, 8, Das ist ein 1, Set, was 2. mein Bruder damals bekommen hat. Ah ja, Das war Teil unseres Haushalts. Kontos. Genau. Ja, Kanone. Das ist Klassisch. richtig geil. Finde ich richtig geil. Habe ich damals wirklich geliebt. War alles Ja, dabei, was du gebraucht hast. Finde das ich ist richtig, richtig gut. Sind halt die 90er Nordstaatler, diesen Lecco Mio. der Backobart. Der Backenbart von dem Anführer ist echt cool. Ich mag Ja, diesen Backenbart sehr gerne. Dann der ja, erfahrene Grauhaarige dabei. Auch noch ja. die richtig schöne alte Kanone, die auch vernünftig mit den Dingern geschossen hat und nicht, wo du jetzt heute da so ein Riesenäumel drin stecken hast. Das kann man jetzt auch gerade falsch verstehen, ne? Ja, klingt ein bisschen zwielicht, aber Ja, du weißt, was ähm, ich meine. alle wissen, was gemeint ist, glaube ich. Ja, Genau. Ja, jetzt muss ich überlegen. ich auch. Ich finde natürlich die Indianer gut, aber die Indianer haben natürlich fuchsige Produktbilder, ne? Die sind Ja, schon richtig stark. Also die ja, wissen schon natürlich genau, was ja. die da gemacht haben. Wenn du aber mal auf die Details guckst, finde ich, fallen die immer so ein bisschen ab, so teilweise.
Und deswegen bin ich hier bei den Nordstaatlern, weil ich die Nordstaatler wirklich liebe. Die Indianer sind aber auch gut, aber da gefallen mir nur so 2,5 Figuren richtig gut. Mhm. Ja, also Ist aber knapp. ja, es ist definitiv knapp, aber diese Kanone ist natürlich, das ist ja die zweite Generation der Kanone da, die ist schon Ja, richtig cool. Und die Figuren passen alle sehr gut. Ja, da bin ich bei dir. Ich habe gerade gesehen, bei eBay ist das Set original verpackt gerade weggegangen für 229 Euro. Alter ja Schwede. moin. Gute Nacht, Marie. Junge, Junge, Genau, Junge, schlaf Junge. gut, ne? Alter. Ja, nicht schlecht. Ja, gut. Unsere Nummer Du, eins. ich hab dir noch was mitgebracht. Und zwar eine Ja, Kutsche mit Kanone. oha. Und zwar die 3729. Das ist dann Set 3. Das ist Position 3, genau. Ja. Aha. Mhm, mhm. Das ist ja. Ah, das hatte ich. Das ist das Set, was ich hatte damals. Ja, genau. Geil. Es ist die gleiche Kanone. Ein bisschen Ja, einfachere Soldaten. Ähm, Dann bin ich, das hau ich dir jetzt wieder, da sind wir, glaube ich, im selben Jahr oder ein Jahr später, nämlich die ja. 3732. Ah, oha. Boah. Puh, Mhm. das ist geil. Das ist ein Set, was nicht wieder aufgelegt wurde. In irgendeiner Form, in dem Sinne. Ne? Boah, das ist so stark, das Set, ne? Ja, Oh, ist das geil. Das ist richtig geil, Tobi, wenn ich vorher die Sets nicht kenne, wenn wir das in diesem Spielformat machen, wenn ich mich so ein bisschen überraschen lassen kann, das ist viel, viel geiler. ja. Oh, ist das stark. Das ist ein richtig gutes Set. Mein Set, kann ich dir ganz kurz sagen, habe ich damals, irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, von meiner Oma auf jeden Fall bekommen. Das war das erste Nordstaatler-Set, was ich jemals hatte. Das war natürlich damals cool, aber im Vergleich zu deinem Set fällt das natürlich ein bisschen ab und nostalgischer Wert hin oder her. Dieses Indianer-Set von dir ist einfach Weltklasse. Ja, finde ich auch. Ich ärgere mich schon fast, dass ich das auf 3 gesetzt habe. Es hätte auch die 2 sein Ja, dürfen. ja, Ja, also es ist ebenbürtig mit der 2, sagen wir es mal so. 2 ist noch ein bisschen. Ja, ist schwierig, weil du halt Äpfel mit Birnen teilweise vergleichst. Ne? Das ja, ja. ist dann nicht so. Aber das ist so als, ich sag mal so, in der Größe, welche Größe macht das sein? Ein M-Set? Würde ich sagen, ne? Ja, Genau. ist das schon bombig. Also, dass diese Indianer, ich habe es damals auch gehabt und sensationell. Ich fand das total cool mit Boah. diesen dreien, Hm, die da. Ist auch ein Set, was sie tatsächlich nicht wieder aufgelegt haben. Ne? Das ist, wir haben hm. ja vieles neu gemacht, oder nochmal gemacht, aber das nicht. Da müssen sie mal ran, ne? Das sieht schon richtig gut aus, finde ich. Ja. Also dann sind wir uns tatsächlich schnell einig, wa? Ja, auf jeden Fall. Ja. Dann bin ich mal auf deine 2 gespannt. Ja, das ist die 3250, das Indianerdorf. Oh, das Das, kenne ich gar nicht. da komme ich aus 2002. Ah, deswegen. Ah, okay. Ah, Das ist das kenne ich tatsächlich gar so nicht. das Neueste, was ich hatte. Und da bin ich so ein bisschen wegen der Figuren gelandet. Da finde ich tatsächlich die Pferde etwas langweilig im Vergleich zu den, also nicht von der Form der Pferde, sondern von der Gestaltung der Hm, Pferde, weil die anderen Pferde waren ja immer so ein bisschen bemalt, ne? So ein bisschen Kriegslook und, was heißt Kriegslook, aber so ein bisschen ja, Kriegsbemalung ja, war das Wort, so was ich sagen wollte. genau. Das ist bei denen nicht so, aber ich finde da zum Beispiel den Medizinmann cool. Ja? Bei mir ist das im Kopf, ich muss ganz kurz sagen, Tobi, mir ist das im Kopf immer so, dass ich darauf gucke. Mhm. Also schon alleine die Produktbilder dieser 2000er Sets, also wirklich zwischen 2000, ja wirklich 2000 oder Ja. 2001 und 2008 und 9, vielleicht 10 sogar noch, kann ich mir nicht angucken. Nee, Also ich finde das ist, wirklich scheiße. ja. Deswegen muss ich auch hier sagen, ich finde das Set richtig scheiße. Tut mir leid. Ich hasse dieses Set. Tut mir Nein, du leid. sollst dir nur den Inhalt angucken, nicht das Cover. Okay, mache ich. Okay. Nee, Weißer auch ich habe Held hinten der schon drauf Steine geguckt. sagt auch immer, nichts, wofür man sich fürchten muss. Das stimmt, das stimmt. Ich gucke da hinten rauf und schon alleine, dass die zweite Generation der Pferde so aussieht, ist okay, dass man den nimmt so, aber jetzt sind ja keine Indianerpferde mehr und alles andere ist irgendwie so, Komm, wir machen es nee, kurz. also Schlag mal dein Set vor und dann machen wir schnell dein Set. okay, dann ist das die 3811. Ja, gut, komm. Da brauchen wir, glaube ich, gar nicht lang drüber diskutieren. Da ist ein Indianer dabei. Ja, Ja, komm.
Das kostet original verpackt 349 Euro. Alter klar. Verwalter. Junge. Ja, ist ein super geiles Set. Ja, Brauchen wir keine Worte drüber verlieren. Also selbst wenn du das andere nicht so abgewertet hättest, wie du es getan hast, ich kriege vor allem schon voll ins Stottern. willst du mal sagen? Nee, alles gut. Okay. Hat ja jeder verstanden, was ich sagen wollte, hoffe ich. Nein, aber du hast es ja, auch wenn du das andere nicht so schlecht empfunden hättest oder abgewertet hättest, Ja. wären wir da früher gewesen. Also das einfach. Ich hätte es ja beinahe selber mit reingenommen, weil ich allein den Indianer schon erwähnenswert finde. Das wäre dann wahrscheinlich nicht so weit oben gewesen wie jetzt bei dir. Aber es hätte einen Platz verdient gehabt, auch in meinem Ranking. Ich muss noch mal ganz kurz die 2 Minuten, also die muss ich mir nehmen, um noch mal ganz kurz zu sagen, wie hässlich ich dieses Indianer drauf finde. Nee, mache ich nicht. Nee, finde ich wirklich nicht gut. Ist auch ein bisschen ärgerlich, tut mir im Nachhinein auch leid, aber das ist ja Zufallsprinzip, dass wir bei Zeitreise mit 2006 angefangen haben, ne? Also Ja. das war richtig Arsch, kann ich nochmal sagen. Also alle 2000er müssen wir einfach direkt, also Aber das ich brauche die Produktbild, nicht. also dieses Coverbild ist wirklich, und da sind wir wieder bei dem Thema, worüber wir vorhin ja schon mal kurz gesprochen haben, mit den Katalogen. Wie geil waren die Kataloge früher gemacht, Ende der 80er, Anfang der 90er, wie viel Mühe die sich gegeben haben, da die Produkte in Szene zu setzen. Nicht einfach irgendeinen so einen Ja, billigen Computerhintergrund, sondern wirklich ja was aufgebaut, ja. wirklich mit viel Liebe, ne? Und ich fand das tatsächlich, ich muss jetzt noch mal eine Lanze dafür brechen. Ich finde den Totempfahl finde ich gut, ich finde den Medizinmann gut und das war's dann Stimmt, ja. auch. Das stimmt, das stimmt. So, die Pferde, da hast du vollkommen recht, die Pferde sind nichts. Und es fehlt eine Frau. Das stimmt, das stimmt. Muss vielleicht ganz kurz nochmal sagen, die Kataloge aus den 2000ern sind aber auch richtig gut. Also die sind richtig gut gestaltet. Wie gesagt, wir bringen die irgendwann mal mit und besprechen die einfach mal in einem Format. Lohnt sich wirklich, weil auch diese 2000er Kataloge richtig gut aussehen. In den Katalogen sehen die Artikel dann teilweise jetzt nicht die Indianer-Artikel, also aus meiner Sicht, aber sonst generell sehen die Artikel dann auch richtig gut aus. Also da haben die sich wirklich richtig viel Mühe gegeben. Und ich finde auch dann danach die Kataloge gar nicht so schlecht. Also weiß ich nicht. Also mir gefallen die schon ganz gut, aber hier in diesem Vergleich, um hier mal wieder ein bisschen zu den Sets zu kommen, finde ich die Nordstaatler richtig gut. Und bei mir war da so eine Entwicklung vorhanden, weil ich habe die anderen immer ein bisschen favorisiert, also deine Kavallerie, die ja dann irgendwie auch meine Kavallerie, unsere Kavallerie, muss man sagen, die habe ich immer favorisiert, auch in den 90ern noch. Aber in der Vorbereitung auf die Folge fand ich die hier wirklich richtig gut und da haben die mir noch ein bisschen besser gefallen. Also ist ja cool, dass sie da einfach nochmal ein konkurrenzfähiges Ersatzprodukt oder Nachfolgeprodukt dann rausgebracht haben. Ne? Ja, definitiv. Wir kommen ja jetzt zu 1, ne? Ja, Darf ich raten? ja, na klar. Es ist ein Vor. Auf jeden Fall. Und es ist nicht Randall, Genau. es ist nicht, das zweite war Bravo, ne? Ja. Es ist das dritte. For Union gab es auch noch, ne? For Union war, glaube ich, das erste, oder? Nee, also Randall war, also ja, weiß ich nicht, Union gab es auch noch. Ja, dann bin ich raus. Also jetzt bin ich Warte mal, gerade im Kopf wir machen hier raus. ein bisschen Geschichtsstunde. Ich gucke mal ganz schnell, wie es mit For Union aussieht. Das stimmt, du hast recht. Nee, du hast recht. For Union war das allererste. Okay, und dann kam, glaube ich, Dann kam Randall, Randall, dann kam, Bravo. wie heißt das andere? Bravo, ne? Genau, oder Ja, Bravo. ja. Und dann kommt Stimmt. deins. Fehlt mir gerade der Dann Name. kommt, Aber dann kommt genau, deins. Das, was du auf der Eins genau. hast. Und das ist? Soll ich schon sagen? Ja, Oder sag, komm. Glory. For Glory war es, siehst du. Und danach kommt Eagle. Ja, genau. Eagle war, glaube ich, 99, 2000, ne? Ja, ja. Ja, du hast das vor Glory. Das habe ich mir ja auch vor einiger Zeit gekauft, wie du weißt. Noch Ja. nachträglich, weil ich das auch als bestes Vor aus der Reihe, der alten Vor, danach ging es ja dann irgendwann, wurde es ja verändert, ne? Mhm. Aber jetzt haue ich nochmal meins raus. Genau. Was schätzt du denn? Gib mal einen Tipp ab. Das ist diese große Felswand. Es ist die 3870. Genau, 3870, genau. Genau, da vorne rechts ist nämlich mein Lieblingspferd, deswegen
kommt mir das Set bekannt vor und ich muss echt sagen, das ist ein Traumset. Ja, definitiv. Also richtig gute Nummer 1. Richtig stark. Finde ich auch. Also Aus dem das Jahr ist, 96, ne? ja, Genau. also was da alles bei ist, holla die Waldfee, finde ich. Also Ja, ja, da kannst du, da ist ja alles dabei. Alles, was du willst. stimmt. Da ist ein Wolfsrudel dabei. Ja, Da hast du 4 Pferde, wovon eins dem Trapper gehört und einen genau. anderen Trapper als bei dem Kanu. Mhm. Du hast einen Medizinmann da, du hast einen Häuptling da, du hast 2 Krieger da, du hast die Frau vom Häuptling da. Was ich nämlich ziemlich cool finde, ist einfach, dass sowohl Häuptling als auch seine Frau alte Indianer sind, nämlich grauhaarig. Ja. Das gibt Mhm. nochmal richtig gute Abwechslung. Und gerade so ein alter Indianer, der strahlt ja auch so eine Würde irgendwie aus, ne? So dieses, so Respekt irgendwie. Also so ein, finde ich immer, wenn ich so alte Indianer sehe, finde ich total, ja, habe ich unheimlich viel Respekt vor. Ja. Ähm, und so dieses ganze zusammen, diese Felsformation, 2 Tipis, dieses komplette Zubehör, was du da hast, also fantastisch. Ja, es ist wirklich traumhaft schön, ne? Muss man echt mal sagen. Ich habe jetzt hier parallel gerade das For Glory offen und gucke mir das im Vergleich an. Das hat mein Bruder damals bekommen, als ich, glaube ich, die Snake River Ranch bekommen habe. Das war ganz witzig. War irgendwie 94 oder 95 Weihnachten. Also schon ein bisschen länger her. Und ja, ist gar nicht so einfach, ne? Wobei eigentlich ist es gar nicht, also es ist schon einfach, muss man sagen. Weil ich glaube, am Ende, weiß nicht, was du nachher sagst, aber mir gefallen die Indianer schon ein bisschen besser. Ja, ich kann es ganz kurz machen. Also das Vor ist halt in Anführungszeichen, oder wir drehen es mal so rum. Ich kannte dieses Indianerdorf vorher nicht. Ich kannte diese gesamte 96er-Serie. Ich habe sie zwar mal gesehen, aber mich nicht so Mhm. intensiv damit beschäftigt. Und ich habe mich echt so ein bisschen in diese Serie verliebt. Ja. Das kann man wirklich so sagen. Und dieses Indianerdorf ist einfach ein Must-Have, hervorragend. So tolle Figuren dabei und auch viel mehr als in dem Vor. Das ist ja Mhm. ungefähr die gleiche Größe vom Set im Prinzip. Du hast natürlich weniger Gebäude in dem Sinne, also von der Größe her. Aber Ja. die 2 Tipis sind schon gut. Diese Tipis generell, finde ich, haben sich echt toll entwickelt, sind tolle Sachen. Diese Felsformation ist doch super. Da hast du, finde ich, mehr Spielwert auch als in dem Vor. Ja. Das stimmt auf jeden Fall, ja. Ja, und das Vor kennt man so ein bisschen, ne? Das ist vielleicht auch nochmal so ein Genau. Punkt. Das kennst du, hast du dauernd bespielt. Das ist auch cool, ist auch ein perfektes Set, aber mit den Indianern kannst du ein bisschen mehr anfangen und du hast da wirklich einfach sehr, sehr viel Abwechslung dabei. Und deswegen ist das ein wirklich gutes Set. Ja, also Also, stark. also wenn wir Gute Auswahl beides, auf jeden Fall. ja, danke. Bei dir aber auch. Ja, also bei den Nordstadtern gab es dann gar nicht so viel, wie ich am Anfang dachte, als ich da reingegangen bin in die Recherche. Ich dachte, vielleicht kenne ich da so ein paar neuere Sets noch nicht, die dann vielleicht nach meiner Playmobil-Zeit irgendwie auf den Markt gekommen sind, aber da gab es einfach nichts Cooles mehr. Also da war es ein bisschen dünn, da war ich ein bisschen enttäuscht. Ja, das ist, ich habe ja parallel tatsächlich mir die Sets auch mal so ein bisschen angeguckt und am Ende des Tages wiederholt es sich eigentlich, ne? Du hast immer wieder sozusagen Neuauflagen, aber keine Innovation da mehr. Da hast Ja, du natürlich auch im Jana-Bereich so ein bisschen mehr durch die, ja, wie wir es jetzt auch hier hatten, Scouts. Dann hast du da so einen Trupp Verstoßene, hätte ich beinahe gesagt, oder ähm, hm. die so ein bisschen raus sind. Die Bisonjagd hast du, das ist dann auch wieder, wenn du das mal so betrachtest, könntest du natürlich auch mit Cowboys machen oder mit Outlaws oder was. Aber ist natürlich makaber, ne? Die Indianer haben es ja nun wirklich gewürdigt und haben es ja nicht aus Spaß gemacht, sondern weil sie alles damit benutzt haben, was sie dort hatten und die anderen haben es aus Spaß gemacht. Ne? Also Ja, du hast da ja einen ganz anderen Kontext, wo du auch Sachen darstellen ja. kannst. Hm. Auf jeden Fall. Gut, Tobi, dann würde ich sagen, kommen wir zu unseren Jokern. Mhm. Wir können uns beide unser Lieblingsset aussuchen. Kann natürlich sein, dass du direkt mit deiner Nummer 1 hier in die Königs-Joker-Folge an den Start gehst. Ich, ja, weiß ich nicht, geh mal davon aus, oder? Ich bin tatsächlich gerade am Überlegen, ob ich das nehme oder die Medizinmänner, die da den Ah, okay. Tanz machen. Ich kann dir schon mal sagen, ich habe auf jeden Fall auch ein Set von dir favorisiert. Ja, dann fang du doch mal an. Wenn du schon einen Favoriten hast, dann nimm gerne.
Ich habe die 3872 als klares Favoritenset mit dabei. Ja, okay, das ist die Indianerfamilie. Genau, die sind traumhaft schön. Die hatte ich damals, die sind perfekt. Also ich finde, besser geht's nicht. Auch das ganze Indianerdorf ist nicht besser. Okay, da hast du die. Ich habe nämlich kurz auch überlegt über deine Position 3. Die ist nämlich auch gut. Und ging sowieso davon aus, dass du Position 1 dann als Joker mitnimmst. Nee, aber dann nehme ich tatsächlich die Position 3. Stark. Muss ja nicht unbedingt immer das Größte sein, sondern ich finde einfach, das ist ein Set. Da ärgere ich mich tatsächlich, dass ich es nur auf die 3 gehe, sondern es wäre auf die 2 schon. Eine 1 ist es, glaube ich, in diesem Zusammenhang nicht. Aber vom Ja, Set an sich, es gibt ja so kleinere Sets, die einen einfach so catchen, ne? Und ja, auf jeden das Fall. ist Ja, es auch, ja. die Stimmung, die Szenerie, das alles zusammen ist so stimmig und ja, das ist dann Ja, mein Lucky Luke. stark. Ja, da haben wir richtig gute Favoritensets dabei, richtig gute Joker, finde ich. Und finde ich auch cool, dass wir nicht die größten Sets genommen haben. Also nicht hier die 3870 und dann 4 Glory irgendwie. Das wäre mir auch ein bisschen zu einfach. Also natürlich auch Sets, also die musst du auf der Eins haben eigentlich, weil es die besten sind so. Aber als Joker, finde ich, kann man ruhig mal so einen persönlichen Favoriten mitbringen. Und das haben wir, glaube ich, ganz cool gemacht hier. Ja, ich denke auch. Ich finde, sind beide Joker sind tolle Sets und auch die Indianerfamilie, das ist jetzt ja rein, dass man sich so ein bisschen, die hätte auch locker auf 5 oder 4 sein können, weil sie auch wirklich toll ist. Ja, Der einzige Makel, in Anführungszeichen, den ich in dem Set hatte, im Vergleich zum 88er, da hatte das Kind so eine coole Puppe ja, das und stimmt. die hast du in dem Set nicht. Aber ansonsten ist das von der Aufmachung her, auch mit der Tanne, dass du mal ein bisschen weggehst aus dieser reinen Wüstengegend, weil in der Ja, Wüste, jetzt bist du ja auch nicht so viel in der Wüste unterwegs eigentlich, ne? ja, Ist ja, halt auch so ein bisschen klischeebehaftet dann irgendwo und ja, ja. ich denke, das passt. Sehr, sehr coole Auswahl. Tobi, dann vielen lieben Dank für die Folge. Es war richtig cool. Vielen Dank für deine Sets. Ist auch ganz geil, in diesem Spielformat hier einfach ein paar persönliche Favoriten mitzubringen, finde ich. Ja, und man hat was Tolles Neues gelernt über Das Sets, die stimmt, man nicht genau. kannte oder vielleicht sich selbst nochmal neu überwunden, in Anführungszeichen, auch mal sich mal zu lösen von dem immer, es ist aus den 80ern, ist immer alles am besten. Ist es nicht oft, aber nicht immer. Ja, genau. Hat man auch schon ein bisschen in der Alt gegen Jung-Folge, ne? Wo wir uns Ja, so ein bisschen von den 90ern, von den 90er Special-Figuren so ein bisschen teilweise auch verabschiedet haben. Aber dafür machen wir das ja, um dann einfach mal zu schauen, wie die Entwicklung so aussieht und wie die neuen Sets so aussehen. Und ich finde, das war hier auf jeden Fall auch eine richtig coole Erfahrung. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, habt viel Spaß mit der Folge. Bleibt fröhlich, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. macht's gut. Tschüss. Ciao.